Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Die Frau an seiner Seite. Leben und Leiden. Der Hannelore Kohl von Heribert Schwan bietet einen bewegenden und tiefgründigen Einblick in das Leben der Ehefrau des ehemaligen deutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl. Das Buch erzählt die Geschichte einer außergewöhnlichen Frau, die oftmals im Schatten ihres berühmten Mannes stand, aber selbst eine beeindruckende Persönlichkeit und einen bewegenden Lebensweg hatte. Hannelore Kohl, eine engagierte Unterstützerin ihres Ehemanns und mutige Frau mit eigener Geschichte, wurde durch ihr Schicksal und ihre Leidensgeschichte zu einer Symbolfigur. Heribert Schwan, als angesehener Journalist und Autor bekannt, basiert seine Biografie auf zahlreichen Gesprächen, Dokumenten und exklusiven Hintergrundinformationen. Das Buch zeichnet nicht nur das Porträt einer Politikergattin, sondern beleuchtet auch die emotionale Belastung, Loyalität sowie die Schattenseiten des Lebens an der Seite eines der einflussreichsten Politiker Deutschlands. Die Leser erhalten das Bild einer Frau, die zwischen Familienleben, öffentlicher Erwartung und ihrer eigenen Krankheit zerrissen war. Dadurch entsteht ein bewegendes Zeitdokument, das über die reine Biografie hinausragt und viel über das politische und private Deutschland der Nachkriegszeit erzählt. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die Kindheit und Jugend von Hannelore Kohl. Heribert Schwan beginnt die Biografie mit den prägenden Jahren von Hannelore Kohl. Ihre Kindheit war stark durch die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs gezeichnet. Die Familie Flöder wurde 1945 aus Schlesien vertrieben, was Hannelore und ihre Angehörigen traumatisierte. Schwan beschreibt eindrucksvoll, wie diese Erfahrungen Hannelore prägten und Resilienz, Pflichtgefühl sowie Hilfsbereitschaft in ihr wachsen ließen. Bereits in jungen Jahren nahm sie Verantwortung für die Familie auf sich und lernte, sich durch schwierige Situationen zu kämpfen. Diese Eigenschaften stellten wichtige Grundsteine für ihr späteres Leben an der Seite eines Mannes, der zum mächtigsten Politiker Deutschlands werden sollte. Ihre Herkunft und die damit verbundenen Erlebnisse bestimmten auch ihre späteren Beziehungen, ihr Streben nach Stabilität und ihre Sehnsucht nach Heimat, die im weiteren Verlauf ihres Lebens immer wieder Thema wurde. Zweitens. Die Rolle als Ehefrau und Stütze von Helmut Kohl. Das Buch legt einen besonderen Fokus auf die Rolle von Hannelore Kohl als Ehefrau und Rückhalt ihres Mannes, Helmut Kohl. Von Anfang an war sie nicht nur die private Partnerin, sondern auch seine politische Vertraute und Unterstützerin im Hintergrund. Schwan zeigt eindringlich, wie Hannelore hinter den Kulissen den politischen Aufstieg ihres Mannes unterstützte. Sie half ihm beim Vernetzen, empfing Gäste im Hause Kohl und organisierte zahlreiche Veranstaltungen. Gleichzeitig lasteten immense Erwartungen der Öffentlichkeit auf ihr. Sie sollte stets perfekt, freundlich und loyal erscheinen. Ein immenses Spannungsfeld zwischen Privatsphäre und öffentlicher Aufgabe. Ihre Fürsorge und Loyalität waren für Helmut Kohl ein entscheidender Rückhalt, insbesondere während Krisen oder politischer Angriffe. Dennoch kommt auch die Kehrseite dieses Lebens zur Sprache. Der Preis war oft Selbstaufgabe und Vernachlässigung eigener Wünsche. Drittens. Die Krankheit und ihr Leiden. Ein zentrales Thema der Biografie ist der Umgang Hannelore Kohls mit ihrer Erkrankung. In den 1990er Jahren litt sie zunehmend unter einer seltenen allergischen Lichtempfindlichkeit, Photodermatose, die ihr das Leben massiv erschwerte. Schwan zeichnet eindrucksvoll nach, wie sich ihr Alltag durch die Einschränkungen immer weiter verkleinerte. Fenster mussten verdunkelt, öffentliche Auftritte minimiert werden. Die Krankheit führte zu Schmerz, Isolation und Depression und wurde letztlich zu einer Zerreißprobe, sowohl für Hannelore persönlich als auch für das Familienleben. Die Einsamkeit, die aus der Erkrankung resultierte, verstärkte ihr seelisches Leiden, da sie nur wenige Menschen ins Vertrauen zog. Das Thema ihrer Krankheit und der Umgang mit Schmerz und Isolation sind einfühlsam beschrieben und verdeutlichen, wie stark persönliche Schicksalsschläge auch das öffentliche Bild einer Person beeinflussen können. Viertens. Das öffentliche Bild und die Medien. Hannelore Kohl stand, ob sie wollte oder nicht, im Fokus der Öffentlichkeit.
Heribert Schwan analysiert eingehend die Rolle der Medien bei der Darstellung Hannelore Kohls zwischen Bewunderung und Mitleid, teils auch Unverständnis für ihren Rückzug aus dem öffentlichen Leben. Schwan geht darauf ein, wie schwierig es für Hannelore war, mit der ständigen medialen Beobachtung, Klatschgeschichten und Boulevardjournalismus umzugehen, vor allem als Gerüchte um ihren Gesundheitszustand kursierten. Der Autor berichtet von Momenten, in denen das öffentliche Urteil Hannelore zusätzlich belastete und sie weiter in die Isolation trieb. Es wird klar, dass das Bild, das Öffentlichkeit und Medien von Hannelore Kohl zeichneten, oft unvollständig oder verzerrt war. Ein Schicksal, das sie mit vielen prominenten Frauen teilt. Das Buch wirft einen kritischen Blick auf die Mechanismen der Medien und deren Einfluss auf das Leben Einzelner. Schließlich Tragödie, Rückzug und Vermächtnis. Am Ende ihres Lebens zog sich Hannelore Kohl komplett zurück, geprägt von körperlichen und seelischen Schmerzen. Ihr Suizid im Jahr 2001 wurde zu einem der tragischsten und bewegendsten Ereignisse im politischen Umfeld Deutschlands. Schwan beleuchtet nicht nur die letzten Monate von Hannelore, sondern auch die Verarbeitung ihres Todes in Familie und Öffentlichkeit. Das Buch verdeutlicht, welches Vermächtnis Hannelore für ihren Mann, ihre Söhne und auch für das gesellschaftliche Bild der Politikerinnen-Gattin hinterlässt. Ihr Rückzug und Tod öffnen die Debatte über psychische Gesundheit, familiären Druck und den Umgang mit tiefem Leid. Schwan schildert, wie ihr tragisches Schicksal ein neues Bewusstsein für diese Themen erzeugte und Hannelore posthum eine Vorbildfunktion für viele Frauen erhielt, die sich in ähnlichen Lebensumständen befinden. Zusammenfassend: Die Biografie, die Frau an seiner Seite, Leben und Leidens der Hannelore. Kohl richtet sich an Leserinnen und Leser, die sich für Zeitgeschichte, Politisches und die Schicksale der Menschen hinter großen Persönlichkeiten interessieren. Besonders geeignet ist das Buch für Menschen, die menschliche Stärke, Belastbarkeit und die Kämpfe im Schatten des Politischen nachvollziehen möchten. Es bietet nicht nur einen intimen Einblick in das Privatleben der Kohls, sondern auch eine differenzierte Perspektive auf die Herausforderungen von Frauen, die sich hinter der öffentlichen Rolle zurücknehmen müssen. Wer das Buch liest, erfährt, wie intensiv persönliches Leid und gesellschaftliche Erwartungen miteinander verwoben sein können. Die emotionale Tiefe und die schonungslose Ehrlichkeit, mit der Schwans Werk geschrieben ist, machen es für alle empfehlenswert, die verstehen wollen, welche Preise für Loyalität, Liebe und Pflichtbewusstsein gezahlt werden. Der Mehrwert gegenüber anderen Büchern über das politische Umfeld der Nachkriegszeit ist die einzigartige, einfühlsame Darstellung des Lebens einer Frau, die die Bürde ihrer Rolle mit großer Würde getragen hat. Die Biografie verleiht Hannelore Kohl eine Stimme, die sie zu Lebzeiten selten selbst erheben konnte, und lässt uns erkennen, dass auch die starken Frauen hinter den Kulissen unvergessliche Spuren hinterlassen. Wenn Sie unterstützen möchten, Heribert Schwan, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.